Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Flashback-Karte von N'Golo Kanté in einer Art Wish- bzw. Baby-Version von ihm. So ähnlich wie wir das im vergangenen FIFA-Teil von CR7 hatten. Wir schauen uns die Karte von Kanté mal genauer an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 260 bis 280.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Er hat diese Karte aufgrund seiner Titelsaison bei Leicester City geholt. Und das war ja ein Überraschungstitel in der Saison 2015-2016 und dafür bekommt er seine Karte. Natürlich ist er jetzt deutlich stärker und ja, momentan hat er eine Bewertung von 90 und wir schauen uns jetzt die Karte an. 87 bewertet, das ist natürlich ein feiner Unterschied zu seiner normalen Goldspielerkarte. Wie gesagt, 90 bewertet und da hat er einige Stats, ich sag mal so, sind auf jeden Fall geändert. Er ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen schneller. Insgesamt plus 4 Tempo. Ansonsten verliert er an Def. Natürlich, da hat er über die Jahre hinaus natürlich einiges an Erfahrung gewonnen und ist dort auf jeden Fall stärker geworden und hat auch Chelsea mit zur Champions League Krone gekürt. Dribblingwerte ist er hier 1 besser. Physis verlieren wir 6 gegenüber seiner Goldkarte. Aber wir haben hier, wir verlieren auch noch 2 Passen, auch nicht zu verachten. Ansonsten sind das alles dasselbe der Bodytype ist derselbe, also der typische Kanté Bodytype, da hat sich nichts verändert. Ansonsten insgesamt, ich schaue nochmal gerade, auch die Ausdauer ist plus 1, also früher hat er ein bisschen mehr Ausdauer gehabt. Ansonsten sieht die Karte overall natürlich klasse aus, auch für den Preis. Circa 260 bis 280.000 Coins, aber ich sage euch, ihr setzt diese Coins fest. Wenn ihr euch einen N'Golo Kanté holt, der kostet dann vielleicht mal 130, 140.000 Coins mehr, dann habt ihr diese Coins, die könnt ihr dann den Spieler wieder verkaufen und ja, die Coins flüssig machen, aber das ist natürlich ein schönes, ja, Kartendesign und vielleicht feiert ihr ihn auch und vielleicht ist sie sogar für euch besser. Für mich zum Beispiel ist so eine Karte vielleicht besser. Ich habe ihn ja natürlich noch nicht gespielt. Ob ich ihn machen werde, ist auch noch fraglich. Er ist auf jeden Fall schneller und das liegt mir besser. Denn ich habe diese N'Golo Kanté in der Goldspielerkarte, ich habe ihn gespielt und ich fand ihn sehr, sehr gut, bis abgesehen von seinem Tempo. Das hat mich ein wenig gestört, dass er ja im Antritt oder insgesamt einfach ein bisschen zu langsam war. Aber ich denke, mit dieser Karte sollte dieses Handicap auf der Position ja behoben worden sein. Und ich würde sagen, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ob ihr es macht, das liegt immer an euch. Es ist auf jeden Fall viele Coins, die ihr festsetzt. Ansonsten ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und interessante Karte. Ich bin gespannt, ob die Pros vielleicht mit der Karte spielen werden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die ganzen SBCs an. Sind einige an der Zahl, insgesamt 7. Wir haben jetzt 2, wo ich relativ zügig durchgehe, weil das einfach nur ein Goldteam und ein Gold-Rare-Team ist mit einer Teamchemie von 30. Aber alles der Reihe nach. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr könnt alle Teams 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Ich würde sagen, jetzt legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Ja, ich empfehle euch, schmeißt einfach eure unbrauchbaren Gold- oder Untrades, einfach eure Goldspielerkarten rein. Genauso wie hier habt ihr noch Rares, die ihr nicht benötigt, schmeißt ihr einfach rein. Auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. So, jetzt kann aber keiner sagen, dass ich euch keine Lösung auch für diese SBCs mitgegeben habe, aber grundsätzlich, wir fangen erst jetzt mit den richtigen SBCs an. Das ist, wie gesagt, nur das Vorgeplänkel. Es gibt auch einige schöne Packs, die wir mitnehmen, ja.
immer hierbei. Das sind sogar alles Tradable Packs und ich glaube, hier unten gesehen zu haben, Moment, wir haben es doch hier. Wir haben Prime Electrum Spieler Pack. Das müsste einen Wert von 20.000 Coins haben. Der Rest, ja, den nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Und jetzt Vergangenheit und Gegenwart. Leicester City oder Chelsea, mindestens ein Spieler. Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir die dritte SBC gelöst. Der Kostenpunkt hierfür ca. 12.500 Coins. Jetzt schauen wir uns die vierte an, Premier League. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Premier League mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die vierte SBC gelöst. Der Kostenpunkt hierfür ca. 22.000 Coins. Die nächste SBC, Les Bleu oder Les Blue. Ich weiß es nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Wir brauchen auf jeden Fall hier einen Franzosen und genau das soll es auch heißen. Team of the Week brauchen wir auch einen Spieler. Habt ihr einen ZM auf der Position? Es gibt sicherlich noch andere, aber der war jetzt im vergangenen Event. Von daher ist der auch auf jeden Fall noch sehr, sehr günstig. Den könnt ihr mitnehmen. Der ist nahezu Abstoßpreis. Von daher ist es eine gute Alternative. Habt ihr natürlich Untrades im Verein, dann könnt ihr hier noch auf dieser Position sparen. Okay. Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 65 und hier natürlich auch 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die fünfte SBC gelöst. Jetzt schauen wir uns die sechste Topform SBC an. Kurz zum Preis noch von dieser SBC. Circa 50 oder eher 52.000 Coins. Topform SBC. Und hier benötigen wir ebenfalls einen Team of the Week Spieler. Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 60 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die Topform SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 77.000 Coins. Und damit jetzt die letzte SBC. 87 Gesamtteam und wie es der Name schon verrät, 87er Teamgesamtbewertung benötigen wir hier. Teamchemie 55 und 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch und dann haben wir es auch geschafft. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 100.000 Coins. Und N'Golo Kanté gehört jetzt euch, zumindest in der Flashback-Spielerversion. Ich finde ihn sehr, sehr interessant. Je nachdem, ob jetzt am Montag vielleicht noch Upgrades kommen, mache ich ihn eventuell. Das steht noch nicht ganz fest. Ich will mir erst noch mal ein paar Reviews vielleicht beim Dihan oder beim Smaxi anschauen. Auf der englischen Seite haben wir da noch Inception, der diese Karte sicherlich einmal unter die Lupe nehmen wird und vielleicht, ja,
zumindest auch mir weiterhelfen kann, ob ich diese Karte abschließen werde. Bei den SBC-Lösungen habe ich euch jetzt geholfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt, indem ihr einfach das Video kurz bewertet, vielleicht einen netten Kommentar da lasst und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren und um zukünftige Videos natürlich nicht zu verpassen. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.